wenn ich euch jetzt die Lebenskosten sage, dann wirst du es nicht glauben. äh, Satt gegessen bist du nicht einmal 2 Euro los. Und der absolute Hammer sind die Wasserkosten, weil die habe ich auf der ganzen Welt noch nicht so gesehen wie hier. Wenn es jeden zweiten Tag der Auto wascht und die Waschmaschine nonstop läuft, bist du ungefähr Euro los im Monat. Wahnsinn. Das ist doch meine Nummer. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Also, wir sprechen ja jede Woche mit interessanten Menschen über interessante Länder. Ja, wir haben schon viel Positives in letzter Zeit über Malaysia gehört, aber wir hatten noch nie einen Podcast über Malaysia. Stimmt, Sebastian? So ist es, genau. Das Warten war wir schon lange lange, drauf. war schon lange mal auf unserer Liste, ne? Ja. Genau. Und dann ergab sich das so vor ein paar Wochen, dass wir den Max Fischer kennengelernt haben, über einen ganz anderen Kanal. Und dann haben wir gesagt, Max, komm, lass uns doch mal so einen Podcast über Malaysia machen. Der Max hat so geschwärmt, er lebt dort ja selbst. Und also Malaysia ist ein interessanter Ort zum Leben, weil dort trifft sich ja die malaiische, indische und chinesische Kultur und Küche, wenn man so sagen kann. Auslandseinkommen ist steuerfrei, Lebenskosten sind niedrig, ja, für digitale Nomaden, Unternehmer, Investoren eigentlich ein steuerfreundliches, erschwingliches Umfeld, eine sehr interessante Option. Aber wenn ich mich so an die letzten 1, 2 Jahre entsinne, selten nachgefragt. Und vielleicht können wir da was ändern durch unseren Podcast, ne? Oder wie ist es bei dir, Sebastian? Malaysia? Bei mir selten nachgefragt. Wie ist bei dir? Wird schon auch nachgefragt, doch. Also ich meine, man muss sagen, dass es ja in Malaysia in den letzten Jahren seit Covid hier so ein bisschen nicht mehr so gut organisiert war hinsichtlich dem Visum bzw. der Aufenthaltsgenehmigung, die man dort ja hat, My Second Home Visum. Es war eigentlich sehr erfolgreich. Ich glaube, über 50.000, die diese Art von Visum beantragt haben vor Covid, und dann hat man die Bedingungen sehr verschärft und dann kam eigentlich fast niemand mehr. Jetzt sind sie wieder gelockert worden, aber jetzt sind die Anbieter, die diese Visa vermitteln, noch nicht wieder alle richtig hier sozusagen einsatzbereit. Also ja, da gab es einige Dinge, die von Seiten der Regierung in Malaysia auch die Sache schwierig gemacht haben. Wir haben schon ein paar Mandanten, die dort sind, auf jeden Fall, ja. Aber es könnte natürlich auch mehr sein, weil natürlich, und da werden wir jetzt sicherlich drüber sprechen, Malaysia ist natürlich ein ganz tolles Land eigentlich und hat natürlich wirklich viele Vorteile. Ja, sind wir gespannt, wie sich die Nachfrage nach Malaysia nach unserem Podcast dann vermehrt, vielleicht. Max, also, wie gesagt, vielen Dank, dass du da bist. Nochmal herzlich willkommen hier auf unserem Kanal heute. Du bist der Experte, du bist vor Ort, du lebst dort und vielleicht stellst du dich ganz am Anfang mal unseren Zuschauern und Zuhörern kurz selbst vor. Ja, also ich bin der Max Fischer, ich bin jetzt 54 Jahre alt, komme ursprünglich aus Graz, Österreich und bin eigentlich mehr oder weniger seit meinem 9. Lebensjahr auf der ganzen Welt unterwegs mit einigen kleinen Zwischenstopps in Österreich. Ja, das ist eine sehr bescheidene Vorstellung, das muss ich sagen, weil ich sag mal gerade deine Geschichte, wo du überall schon gewesen bist, ne, da waren ja einige sehr interessante Länder dabei, oder? Also wenn das jetzt kein Geheimnis ist, vielleicht kannst du mal ganz kurz so deinen... Also ich bin mit 9 Jahren durch meinen Vater, seinen Beruf, sind wir nach Nigeria, Westafrika, also beruflich für meinen Vater. Da war ich knapp 3 Jahre in Nigeria, dann ging es 1 Jahr zurück nach Österreich, dann ging es 3 Jahre nach Saudi-Arabien, dann wieder zurück nach Österreich, Schule beendet, Lehre bzw. HTL gemacht, weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland heißt, also Engineering-Studium quasi, bin dann ein paar Jahre in Österreich gewesen, in der Motorradbranche tätig, weil das meine Leidenschaft ist. Habe dann einen eigentlich sehr guten Beruf gehabt, zuletzt bis 99 bei der Firma Magna, die leider jetzt auch nicht mehr so gut dasteht. Aber irgendwie hat es mich dann wieder ins Ausland getrieben, nachdem ich auch in Österreich einige Jobs gehabt habe mit Montage weltweit. Ums Millennium habe ich dann gedacht, okay, irgendwie fehlt mir irgendwas in meinem Leben. Habe dann alles verkauft, habe mir mein Motorrad umbaut für Weltumreisung und bin dann mehr oder weniger ein knappes Jahr in Australien mit dem Motorrad unterwegs gewesen. Dann ist dort langweilig geworden.
Dann bin ich mit dem Motorrad bis nach Thailand, wollte 2 Wochen in Thailand bleiben und dann nach Amerika und mit einem Kumpel von mir in Florida einen Motorradladen aufsperren und bin dann aber 16 Jahre in Thailand hängen geblieben. Und innerhalb dieser 16 Jahre war ich 5 Jahre in Afghanistan tätig fürs amerikanische Militär, in Papua-Neuguinea und in Tansania Gold bohren. Und ja, und dann wurde auch Thailand etwas langweilig, weil nach 16 Jahren hat man es gesehen. Und mit meiner nach wie vor Frau und meinem damaligen 1,5-jährigen Sohn sind wir dann nach Ecuador ausgewandert. Weil die Seite von der Welt haben wir noch nie gesehen. Spanisch haben wir auch keins können. Ich habe gesagt, passt, dann werden wir das einmal machen. Dann waren wir 5 Jahre in Ecuador, haben dort erfolgreich 3 Thai-Restaurants betrieben. Meine Frau ist leidenschaftliche Köchin. Und haben uns dort eigentlich sehr wohl gefühlt. War auch zu einer sehr guten Zeit, wo wenig Kriminalität war und eigentlich das ganze Ecuador sehr am Blühen war. Die Leute sind wirklich super gegenüber Ausländern. Jedoch leider ist dann mein Sohn schulpflichtig geworden mit 6 Jahren und dann haben wir festgestellt, da gibt es keine vernünftige Schule. Also auch die internationale deutsche Schule wurde uns abgeraten. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ja, das ist irgendwie blöd, weil eigentlich sind wir da schon sehr glücklich, aber schulmäßig, man will dem Kind halt schon das Beste bieten. Und dann haben wir uns entschlossen, wir gehen zurück nach Österreich. Und dann ging es los. Also mit 20 Jahren, wie soll ich sagen, also ich war 20 Jahre abwesend von Österreich, habe natürlich nach wie vor gedacht, das läuft alles so, wie es früher war. War natürlich nicht so. Und dann kam Covid und dann kam die komplette Krise, weil mit dem bin ich überhaupt nicht fertig geworden. Mit der ganzen Einstellung, wie die Leute darauf reagieren, wie die Regierung damit umgegangen ist, war für mich irgendwie völlig unverständlich. Ich habe einen guten Job gehabt, ich habe komischerweise also sofort einen Job gefunden, natürlich wieder Montage, weil ich spreche mehrere Sprachen und halt durch die Auslandserfahrung war das nicht wirklich so schwer, aber wir haben uns dann nach 3,5 Jahren entschlossen, nein, also es ist irgendwie doch nicht so ganz das, was wir uns vorgestellt haben. Und sind jetzt das 3. Jahr hier in Penang. Was ich dazu sagen möchte, ist natürlich, Malaysia ist nicht gleich Malaysia. Es ist ein muslimisches Land, wie die meisten Leute wissen, aber es ist sehr unterschiedlich kulturell. Also wir leben hier auf Penang. Penang ist fantastisch für einen Europäer oder für einen Weißen, sagen wir mal so, der gerne mal Schweinefleisch hat oder der gerne mal Bier trinkt, weil du kriegst hier alles. Das ist jetzt nicht irgendwie, wenn ich meinen Freunden in Österreich erkläre, ey, ich bin in einem muslimischen Land, oh Gott, die glauben, du bist irgendwo im Iran oder so. Die sind da sehr offen. Also ich muss dazu sagen, durch meine Erfahrungen im Ausland, ich habe noch keine freundlichere Kultur kennengelernt als wie hier in Malaysia. Die Leute sind ausgesprochen freundlich, zuvorkommend von der Kriminalität her gegenüber uns Weißen oder generell so gut wie gar nichts. Es spricht hier jeder Englisch, also speziell hier auf Penang. Klimatisch gibt es nichts Besseres. Also, wie gesagt, ich habe 16 Jahre in Thailand gelebt, wobei wir hier näher zum Äquator sind, aber das Klima hier ist fantastisch. Es ist nicht so schwül wie in Thailand, es ist nicht so heiß wie in Thailand. Du hast einen Schnitt von 28 Grad. Die Regenzeit ist nicht so anstrengend, wie es in Thailand war, wo ich gelebt habe. Ich war also in Khao Lak und in Phuket die meiste Zeit. Meistens regnet es in der Nacht, wenn es in der Regenzeit regnet. Sonst ist es über den Tag her sonnig, angenehm, also wirklich sehr gut. Und vor allem das Interessante ist, dass jeder Englisch spricht. Also du gehst auf den Bauernmarkt und du siehst da Malaien-Mutterl sitzen mit 80 Jahren und du sprichst fließend Englisch. Also das ist halt schon sehr, sehr ein Vorteil. Ne? Aber Max, jetzt mal noch eine Frage. Also du hast gesagt, du warst in Österreich und du wolltest weg. Warum ausgerechnet Malaysia? Also was hat jetzt dich und deine Frau dazu bewegt zu sagen, okay, es muss jetzt muss man mal nach Malaysia gehen? Das war ganz lustig. Ich habe einen
sehr guten Freund, also eigentlich mein längster oder ältester Freund, mit dem ich zum damaligen Zeitpunkt schon 40 Jahre befreundet war. Und der hat zu dem Zeitpunkt schon 7 Jahre hier gelebt und ist selbstständig. Und mit dem habe ich telefoniert, weil ich wollte mich austauschen, wie das da mit der Covid-Situation in Malaysia läuft. Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich bin total unglücklich in Österreich. Das ist mir alles sehr, sehr eng und zu kontrolliert. Also ich habe da wirklich die ersten 3 Monate täglichen Kulturschock gehabt. Ich habe sogar beim Autofahren Angst gehabt, weil überall ist Radar und hinterm Mistkübel stehen sie mit der Laserpistole. Und also das war irgendwie, wenn man die Freiheit von Asien gewohnt ist, dann fühlt man sich dort sehr eingeengt. Was dazugekommen ist, viele Freunde von mir haben gesagt, um Gottes Willen, Max, was machst du denn da? Sag ich, warum? Ja, das ist ja verboten. Sag ich, seit wann? Ja, schon ewig, schon seit 10 Jahren. Sag ich, das weiß ich nicht. Ich war jetzt 20 Jahre nicht da. Also zum Beispiel mit meinem Sohn. Ne? Mein Sohn war damals 7 Jahre oder 8 Jahre alt und da war eine Flugshow und ich habe ihn hinten aufs Motorrad gesetzt, weil das ist völlig normal in Asien. Die sind da mit dem Babyalter schon am Motorrad. Und er, groß genug, kommt auf die Fußraster runter, überhaupt kein Thema. Und ich fahre mit ihm da zu der Flugschau und ein paar Kumpels von mir waren auch dort und die Leute haben uns alle so komisch angeschaut. Und dann kommt einer auf mich zu und sagt, du, wie alt ist denn dein Sohn? Sag ich, 7. Sag ich, der darf ja nicht am Motorrad mitfahren. Sag ich, ach so? Muss mindestens 12 sein oder was weiß ich, wie alt. Sag, weiß ich nicht, gibt's ja kein Problem, kommt mit die Füße auf den Fuß raus, der fährt seitdem er 6 Monate ist am Motorrad mit. Also es waren permanent irgendwie so, oh Gott, das darfst nicht und das darfst nicht. Ja, und dann hat eben mein Freund gesagt, du Max, hast Lust? Ich hätte einen Job für dich, komm runter. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, du, meine Frau war zu dem Zeitpunkt in Österreich auch selbstständig. Die hat sich in Österreich besser anpassen können als wie ich, weil für die war das neu. Und deine Frau ist auch Österreicherin oder wo kommt die her? Was hat die für eine Nationalität? Nein, meine Frau ist aus Thailand. Ah ja, okay. Hat aber irrsinnig schnell Deutsch gelernt und hat sie mit dem irgendwie leichter anfreunden können als ich mit dem ganzen Drumherum. Und nachdem sie dann selbstständig war, sie hat einen kleinen Betrieb, einen kleinen Imbissstand gemacht mit Thai Food und so, der ist ganz gut gelaufen. Die war eigentlich nicht so begeistert, dass wir wieder nach Asien gehen. Aber ich habe gesagt, du, allein schon vom Klima, gell? Also ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer. Das ist in Österreich, das kannst du nicht wirklich leben. Und das lebst du da halt wirklich jeden Tag. Vom Klima her, es ist halt immer angenehm warm. Es scheint immer die Sonne, du bist am Meer. Also ich habe mir sofort gesagt, du, ich glaube, wir machen das. Und ich bin nach wie vor sehr glücklich. Es fallen mir im Moment nicht wirklich viele Plätze ein weltweit, die besser sind. Vielleicht an der Stelle meine Bitte auch an unsere Zuschauer und Zuhörer, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wer von euch war schon mal in Malaysia und wer ist jetzt eigentlich schon nach dieser Einstiegswerbung, kann man sagen, vom Max ist schon mal auf den Geschmack gekommen und sagt, ich setze mir jetzt mal Malaysia mit auf die Shortlist. Also würde uns mal interessieren, schreibt es bitte in die Kommentare. Aber ich kann wirklich sagen, also man merkt richtig, wenn du so erzählst, du kommst ja richtig ins Schwärmen, was Malaysia betrifft und scheint doch ein schönes Plätzchen Erde zu sein. Du hast also jetzt einen Jungen, wie alt ist jetzt dein Sohn? Mein Sohn ist jetzt 12, also das wollte ich jetzt noch dazu sagen. Also vor allem, wenn man Jungfamilie ist oder wenn man Kinder hat, es ist einfach super sicher hier. Die Schulen sind nicht schlecht, also es ist sehr schwierig zu sagen, weil leider der Standard in Europa sehr abnimmt. Und wenn du dein Kind hier in eine Chinese-orientated Schule steckst, dann schlapperst mit die Ohren. Also da kann Österreich oder Deutschland bei weitem nicht mehr mithalten, weil das ist eine ganz andere Einstellung. Ob es jetzt richtig ist oder falsch, sei dahingestellt, aber zum Beispiel mein Sohn, der geht von 8:20 Uhr bis knapp 4:30, also bis 16:30 Uhr geht der Schule. Solche Schulzeiten gibt es bei uns nirgends. Kommt dann noch heim, hat noch einen Haufen Hausübungen. Also ich meine, es ist ein ganz anderer Standard. Also es ist schon relativ viel Druck. Es gibt gute internationale Schulen, amerikanischer Standard, britischer Standard, von dem her auch erschwinglich. Kennst du die Kosten ungefähr von einer internationalen Schule? Ja, also das geht los. Also nicht nur international, es gibt hier auch
Homeschooling-Möglichkeiten. Und zwar gibt es so Learning Centers, die sind auch nicht schlecht. Das sind 3 Terms im Jahr und du musst rechnen ungefähr 2000, also es geht los ungefähr bei 2000 Euro pro Term. Dort geht's los, das ist das Niedrigste. Nach oben hin natürlich keine Grenzen gesetzt. Schule ist gut, natürlich anders als wie bei uns, also so Kuftlereien, wie es bei uns noch in der Schule üblich waren, die werden hier überhaupt nicht toleriert. Also mein Sohn hat seinen besten Freund vor ein paar Wochen einmal in Schwitzkasten genommen beim Blödeln und ich habe mit meiner Frau schon aufsalutieren müssen in der Schule und das Ganze klären. Also es läuft ein bisschen strikter ab, als wie wir es noch kennen oder wie es bei uns abläuft. Und jetzt generell vielleicht, also wir haben ja gerade schon mal die Kosten vielleicht für eine Privatschule gesprochen. Was kann sie denn generell so zu den Lebenskosten sagen? Das sind immer so die Fragen, ne? Gerade jetzt, so wie du es ja erzählt hast, gar kein Problem. Man kann mit dem Kind dahin auswandern. Viele, mit denen wir so am Telefon sprechen, sagen, auswandern, wir würden gerne auswandern, aber wir müssen erstmal warten, bis die Kinder aus der Schule sind. Ne? Bei dir klingt das jetzt ganz anders. Gar kein Problem, nimmt das Kind mit und wird eingeschult, fühlt sich wohl. Und Auf aber jeden Fall. trotzdem generell die Lebenskosten mal rundherum. Kannst du dazu ein paar Dinge erzählen? Natürlich. Also was kostet die Miete, was kostet der Espresso zum Beispiel oder was kostet, wenn man mal ins Restaurant geht, was kostet ein Taxi vielleicht? Also das, was so die Lebenskosten ausmacht. Und auch Lebensqualität natürlich. Wenn ich euch jetzt die Lebenskosten sage, dann wirst du es nicht glauben. Es geht los. Natürlich, ich muss dazu sagen, du kannst nicht jeden Tag nur Reis und Fisch essen, weil dann kommst du mit wirklich ganz wenig Geld durch. Aber ich kann einmal zum Beispiel sagen, 1 Liter Sprit, also 1 Liter 95 Oktan, kosten 48 Cent Wahnsinn. Euro. Also 48 Cent, 1 Liter Mhm. Benzin. Ich liebe indisches Essen. Ich gehe eigentlich jeden Tag zum Inder frühstücken und zu zweit, also meine Frau und ich, satt gegessen bist du nicht einmal 2 Euro los. Du kannst Person. aber um 80 für 2 Leute. Du Für 2 kannst aber Leute. auch um 80 Cent oder 70 Cent beim Bauernmarkt bei Roti essen. Also es ist, man kann sehr billig leben. Wo es dann teurer wird, ist, wenn du, sagen wir, Pizza essen gehen willst. Wenn du zum Italiener gehst, Pizza essen, dann bist du das Doppelte los von Österreich. Also das kostet dann Geld. Also Käse ist relativ teuer. Rindfleisch, Steak ist relativ teuer. Also da bist eigentlich das Doppelte los von Österreich. Alkohol ist relativ teuer. Das ist da relativ hoch getaxt, also das ist relativ hoch besteuert. Für eine Dose, was ist das, 0,33, die kleinen Dosen Bier, bist du so mindestens einmal 1,70 bis 2 Euro los. Auch im Laden. Also wenn du das beim 7-Eleven kaufst, bist 2 Euro für Bier los. Das ist also relativ teuer. Sonst, wie gesagt, wenn man sich anpasst, Gemüse ist sehr billig, Obst ist sehr billig, die Auswahl ist enorm. Heute ist zum Beispiel Dienstag, heute ist der Bauernmarkt bei uns da ums Eck am Abend, da kriegst du wirklich alles, die Hälfte kennt man gar nicht, weil es das in Österreich oder Deutschland nicht einmal anbieten. So, man kann schon sehr günstig leben. Und die Miete? Miete jetzt zum Beispiel? Ja, Miete, du kannst also in einem, wie sagt man, da, Kondominium, also diese Apartments, die sind, also ich rede jetzt von einem europäischen Standard, also von gut mit, da ist ein Guard, also Security ist dort, du hast einen Swimmingpool dabei, du hast einen Fitnessraum dabei, du bist irgendwie im 20. Stockwerk mit Blick aufs Meer. Das geht ungefähr bei 350 Euro pro Monat los. Wie groß? Wie viele Räume? Das sind 3 Schlafzimmer. Wir haben ein Haus gemietet, 3 Stockwerke, 4 Schlafzimmer, 3 Toiletten, Garten vorn, Garten hinten, Blick aufs Meer, ohne also wirklich Blick aufs Meer. Und wir sind 650 ungefähr Euro los im Monat. Ist ja wahnsinnig. Und die Häuser, haben die da normalerweise Pool oder wie ist das? Die ganzen Kondominium haben alle Pools dabei und Sportkomplex dabei. Mit Tischtennis, mit Fitnessgeräten, mit Pipapo, alles super gepflegt. Also ich rede jetzt von gepflegt und von europäischem Standard, da geht es bei ungefähr 350 Euro los. Unser Haus,
also du brauchst nicht wirklich Klimaanlage, die nehmen wir maximal am Abend zum Schlafen, weil wir es dann runterkühlen ein bisschen. Du bist ungefähr 80 bis 100 Euro los, wenn du sparsam mit Strom umgehst. Und der absolute Hammer sind die Wasserkosten, weil die habe ich auf der ganzen Welt noch nicht so gesehen wie hier. Du hast hier Trinkwasserqualität, also du kannst das aus der Leitung trinken und du bist, wenn es jeden zweiten Tag der Auto wascht und die Waschmaschine nonstop läuft, bist du ungefähr 3 Euro los im Monat. Wahnsinn. Das habe ich wirklich noch nirgends gehabt. Ja, also das ist ein Hammer. Ja. Und das Wasser ist wirklich so sauber, du kannst dein Auto waschen, das brauchst nicht einmal abledern und du hast keine Kalkflecken drauf und nichts. Also es ist wirklich sauberes Wasser. Und wie ist es somit für viele ja auch wichtig, die Internetverbindung, wie sind die so? Das kommt immer darauf an, wo du wohnst. Das ist leider ein bisschen ein Nachteil, wo wir wohnen. Wir wohnen an einem wirklich Top-Fleck, aber mitten im schwarzen Loch. Internetverbindung ist leider bei uns schlecht, aber das ist eine Ausnahme, wo wir leben. Sonst Internet gut, du musst rechnen im Monat ungefähr für eine gute Verbindung 500 Mbps oder wie das heißt, bist ungefähr 50 Euro los. Okay, das ist dann schon fast europäischer Standard wieder. Telefon geht bei so Prepaid Cards geht bei 10 Euro los. Was natürlich wichtig ist, dass man sich nebenbei noch versichert. Also das möchte ich an jeden ans Herz legen, der irgendwie auswandern will. Man sollte auf jeden Fall eine Zusatzversicherung abschließen. Das kostet ungefähr im Jahr was Vernünftiges. Natürlich nach oben hin unbeschränkt. Wir haben so ungefähr die Basic-Geschichte, die wir schon ein paar Mal braucht haben. Der Bub war schon mal im Spital, ich habe meinen Fuß gebrochen. Das hat eigentlich alles sehr reibungslos funktioniert. Da musst du ungefähr im Jahr ab 2000 Euro musst rechnen. Für die ganze Familie? Für eine Person? Nein, für die Familie. Für die ganze Familie, okay. Ja. Und das ist jetzt eine Versicherung, die du hast bei einer Versicherungsgesellschaft in Malaysia, ja? AIA heißt die, das ist internationale. Wir haben einen super Vertreter, den rufe ich an, der checkt für mich alles. Ist wirklich gut. Fahrzeugtechnisch, da kommt leider jetzt ein bisschen der negative Faktor durch. Fahrzeuge sind hier sehr teuer. Der Benzin kostet nichts, wenn man das umrechnet. Fahrzeuge sind relativ teuer. Wenn du ein Motorrad kaufen willst, dann bist also mindestens das Doppelte los von Europa. Wow. Und Autos, da sind die Malaien sehr, sehr schlau. Wenn du ein malaiisches Fabrikat fährst, so wie wir, da gibt es 3 große Marken, die 2 größeren heißen Perodua und Proton. Die laufen mit Toyota-Motoren und Toyota-Getriebe. Also, wie gesagt, die machen so eine Art Joint-Venture-Geschichte. Vorwerk bzw. die Karosserien sind hier gebaut, schauen gar nicht so schlecht aus. Die Kisten laufen problemlos, kosten in der Reparatur und an Ersatzteilen gar nichts. Die sind relativ günstig. Sobald du aber jetzt, sagen wir, einen BMW oder einen Mercedes fahren willst, dann musst du richtig tief reingreifen. Aber wie gesagt, das braucht man nicht wirklich. Es funktionieren die hier gebauten Autos genauso, haben natürlich nicht den ganzen Schnickschnack drinnen, den wir haben. Schon Airbag und das Ganze, aber nicht den ganzen Müll, den die ganzen neuen Fahrzeuge, die du bei uns kaufst, drinnen haben. Das braucht kein Mensch. Da musst du rechnen für Gebrauchtfahrzeug. Wir haben unseren für ungefähr umgerechnet 5.000 Euro gekauft, gebraucht. Und die fährt nach wie vor seit 3 Jahren jetzt problemlos. Klingt alles interessant, kann man gar nicht anders sagen, ne? Und braucht man Auto oder könnte man auch sagen, man fährt zum Beispiel Taxi oder Uber oder sowas oder öffentliche Verkehrsmittel? Sehr billig. Das heißt hier Grab, so ähnlich wie Uber, ist ein gleiches System mit Internet-App, zack, der holt dir ab, du gibst ein, was du hin willst, weißt, wie viel du zahlst. Sehr billig. Sehr billig. Was ich Leuten raten würde, die nicht unbedingt jetzt, also wenn du jetzt kein Kind hast, was du in die Schule bringst, du brauchst nicht wirklich ein Auto. Die meisten fahren hier mit einem Roller. Die sind auch relativ billig, die sind sehr billig. Roller, Topcase drauf und reicht eigentlich. Was hier sehr gut funktioniert, und da kann sich Deutschland eine große Scheibe davon abschneiden, ist das Zugsystem. Der Zug
ist super, super sauber, klimatisiert. Du weißt genau, wo du gerade bist. Es sind überall diese Monitore, die anzeigen, wo man gerade ist. Das heißt, du brauchst nicht irgendwann fragen, wann bin ich jetzt bei der richtigen Station und wann nicht. Das Interessante ist, die sind auf die Minute genau. Haben einen Speisewagen dabei, wirklich top. Also ich bin mit dem Zug schon ein paar Mal nach Kuala Lumpur gefahren. Absolut, absolut empfehlenswert. Was auch relativ günstig ist, wenn man es vorher oder früh genug bucht. Es gibt hier Air Asia. Das ist eine Budget Airline, die eigentlich sehr guten Ruf hat. Die hat jetzt, glaube ich, jedes Jahr Nummer 1 gewonnen weltweit als Budget Airline. Die sind, also man kann hier sehr, sehr preisgünstig fliegen und vor allem, man ist, nachdem man, also auf Penang gibt es einen internationalen Airport. Du kannst also von hier aus sogar bis nach Österreich fliegen. Oder sonst halt bist du in einer knappen Stunde in Kuala Lumpur und dort bist du im Mega-Hub. Interessant. Jetzt ist ja so, dass manche auswandern, manche Familien und dann stellen sie relativ schnell fest, es wird langweilig. Vielleicht hat man zu wenig Freundeskreis, den man sich dort so sucht, für die Kinder vielleicht. Also die Frage ist, was kann man so erleben, wenn man dort wohnt? Also was macht man am Wochenende? Was machen die Kinder? Was macht man als Familie? Weil das Leben besteht ja nicht nur aus Arbeiten oder nicht nur aus billig essen gehen oder billig, gut, du fährst jetzt Motorrad, ne? Das ist natürlich schon, da kann man einiges vielleicht erleben. Aber wer jetzt nicht unbedingt wie du vielleicht daran Freude hat, mit einem Motorrad ein neues Land zu entdecken, was kann man so alles machen? Ja, ich sage, das ist immer individuell, ist schwierig. Also der Spaßfaktor war in Thailand ein höherer. Interessant. Aber wie gesagt, das Drumherum, wie gesagt, da war ich ja noch Single, ne? Oder beziehungsweise da hat man natürlich andere Vorstellungen. Jetzt, wo ich verheiratet bin, schon lange jetzt und Kind habe, hat man andere, wie soll man sagen, Prioritäten. man hat die Hörner abgestoßen. Genau. Also was es hier gibt, mein Sohn geht zum Beispiel 3-mal die Woche Jiu-Jitsu, Kampfkunst. Es gibt hier nicht weit von uns, das heißt Escape, das ist ein Wasserpark, so ein Adventure-Park, riesengroß, die längste Wasserrutsche, glaube ich, oder ich glaube Wasserrutsche, die längste der Welt und so mit zum Abseilen und Bibabo, Bungee-Jumping, was man sich vorstellen kann. Es gibt genug. Also wir treffen uns, also ich trinke eigentlich sehr selten, ich trinke nur freitags, weil da gibt es so eine Art Stammtisch, wo ich mich mit Kollegen treffe. Es finden sich immer Gruppen. Für die Kinder, das ist das Schöne, es ist international. Mein Sohn hat Freunde aus Japan, aus Korea, Chinesen, Südafrika, Deutschland, Österreich. Es trifft sich die ganze Welt. Da findet man immer wieder Leute, mit dem man freizeitmäßig was unternehmen kann. So langweilig ist es nicht. Aber wie gesagt, man kann billig leben, aber das kommt da immer darauf an, auf welchen großen Fuß oder auf welchem Fuß man lebt. Ich will jetzt nicht jedem das so schmackhaft machen, dass glauben, du lebst hier quasi umsonst. Es ist nicht so, dass es nichts kostet, weil wenn man dann einmal wirklich ausgeht mit der Familie und man sagt, gut, jetzt gehen wir mal Pizza essen, dann bist für 3 Pizzas 30 Euro los oder 40 Euro los. Also das ist jetzt für die Verhältnisse hier relativ teuer, weil der malaiische Income ist relativ gering. Wobei ich sagen muss, ich war vor kurzem mal nach längerer Zeit wieder in Deutschland mit meiner Frau. Und da haben wir bei so einem einfachen Bäcker draußen gesessen, ein Stück Kuchen, einen Kaffee und dann wollte ich ein Wasser und da kam 0,5 Liter Wasserflasche. Was denkst du? 6,95 €, ne? 0,5 Liter. Also, weil du sagst, das ist die Ja, Pizza, was ich meine. ja, Also, das ist halt überall teuer geworden. Und da ja. bist du mit deinem horrenden, extremen Pizzapreis, liegst du immer noch gut, Ja, sozusagen. eben, finde ich auch. Aber interessant, Absolut. ja. Max hat es vorhin schon ja kurz angesprochen, die Tatsache, dass Malaysia ein muslimisches Land ist. Also wir wissen mit Sicherheit, viele Deutsche, die auswandern wollen, Österreicher, Schweizer auch, haben gewisse Vorteile gegenüber muslimischen Ländern, die sagen, das könnte ich mir nie vorstellen. Also das sagen mir regelmäßig, ich könnte mir nie vorstellen, in ein muslimisches Land umzuziehen. Und ich meine, ich sage dann immer, wir haben auch selbst schon dazu Videos gemacht, dass man im Grunde dort
sehr attraktive Länder sozusagen selbst dann ausschließt für sich selbst, ja, und einem da wirklich dann, man da sich mehr oder weniger ins eigene Fleisch schneidet, ja. Gerade Malaysia ist eine sehr weltoffene Variante des Islam, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht könntest du dazu noch kurz das sagen, wie man sich es im Alltag vorstellen muss. Also zum Beispiel jetzt deine Frau, die ist Thailänderin, wahrscheinlich keine Muslimin, muss die Schleier anziehen. Wie muss man sich das vorstellen dort? Also, wie gesagt, das ist unglaublich relaxed hier. Wie gesagt, ich habe ja in Saudi-Arabien gelebt. Das wäre unvorstellbar gewesen dort unten, wie die hier agieren. Du hast hier Chinesinnen, die haben Minis an, da hängt ihr hinten die Hinterbacke raus, mehr oder weniger. Und neben hast du allein, die hat also verschleiert sind sie überhaupt nicht. Und ich sage, man darf sich das nicht so vorstellen wie jetzt im Iran, wo alle schwarz vermummelt herumlaufen, sondern die laufen hier farbenfroh, die haben ein Kopftuch auf, die sind in Pink und in Hellblau und wirklich farbenfroh, teilweise High Heels und geschminkt, also wirklich attraktive Muslime, Frauen. Total weltoffen, haben keine Scheu gegenüber uns Weißen, die unterhalten sich mit dir völlig normal. Es gibt genauso Diskotheken und Pubs, wo du reingehst, wo du sagst, das gibt's nicht, wo bin ich jetzt? Du darfst nie glauben, dass du in einem muslimischen Land bist, wenn du zum Beispiel nach Georgetown, das ist da die Hauptstadt quasi von Penang, von der Insel, wo wir leben, reingehst am Abend, du gehst in die Pubs, du gibst Live-Mucke, richtig gute Bands, teilweise mit Rock, was mir persönlich gut gefällt. Du trinkst dort deine Bier, gehst in Diskotheken, wo du die Plomben ausreißt, vor lauter Laut, also das ist wie in Europa quasi. Das ist also überhaupt total relaxed. Die Menschen sind überhaupt nicht voreingenommen. Eine Frau läuft da ganz normal rum, die kann ein Mini anziehen und hat kein Problem. Also das ist überhaupt kein Thema. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, in welcher Area du bist. Es gibt natürlich teilweise im Norden schon Gebiete, was, ich würde nicht sagen Hardcore-Muslims sind, weil die gibt's da nicht, aber dort wirst dann weniger Menschen finden, die fließend Englisch können und dort ist der Islam mehr vertreten. Oder sichtbarer, ne, kann man sagen, ja. Sichtbarer vertreten. Das Schöne ist das, ich war jetzt mit meiner Familie am Sonntag, waren wir in Georgetown und das Schöne ist, da leben alle in einem Einklang. Du hast zuerst die Glocken läuten gehört von einer christlichen Kirche, dann 50 Meter daneben ist der chinesische Tempel, dann ist der indische Tempel und dann hat der Muezzin angefangen zum Singen. Also und das ist alles in einer Straße. Und das ist das Herrliche. Es ist mehr oder weniger eine Harmonie. Es geht da keiner einen anderen irgendwie auf den Nerv oder schaut die blöd an. Überhaupt kein Thema. Es gibt dann halt wiederum Restaurants, da ist Halal, da sind halt mehr die Muslims, aber da gehen wir genauso hin, da kriegst du dann halt offiziell kein Bier. Wenn kein Halal ist, kriegst du ein Bier, du kannst mit dem Bier auf der Straße stehen und ein Bier trinken, es ist völlig egal. Es ist total offen. Und wie gesagt, meiner Frau ist es sogar aufgefallen, wenn du am Wochenende, wenn wir zum Beispiel in die Mall gehen, Malls sind Hammer, das ist wie in den USA, du glaubst, glaubst nicht, dass die irgendwie die Leute haben oft eine falsche Einstellung oder Vorstellung von Malaysien. Malaysien ist extrem entwickelt, es ist extrem reich, die Autobahnen, da kannst runter essen, so sauber ist die Straßen. Es ist extrem gepflegt, die Gärten, die Parks, da findest kein Zigarettenstummel, du findest kein Eispapierl oder irgendwas. Meinem Sohn ist das aufgefallen. Er hat gesagt, Papa, ich schaue sogar in den Abfluss rein und finde dort keinen Dreck. Also es ist extrem gepflegt, Fitnessgeräte gratis zum Benutzen, wirklich Wahnsinn. Also die Leute sollen da nicht die falsche Vorstellung haben von irgendwie Drittweltland, das ist es nicht. Ich weiß nicht, in Kuala Lumpur haben sie die höchsten Twin Towers der Welt zum Beispiel. Der zweithöchste Turm, den haben sie jetzt in Kuala Lumpur gebaut. Also das ist schon Formel 1, MotoGP, das ist alles da vertreten. Also ich denke, das war sehr, sehr wichtig, ne, dass wir das nochmal mit angesprochen haben, weil da bestimmt falsche Vorstellungen so in den Köpfen kursieren. Jetzt nochmal zurück zur Frage, wovon lebt denn so der typische Auswanderer, also der Deutsche, Schweizer, Österreicher oder Europäer, der nach Malaysia auswandert? Wie finanziert er sich sein Leben? Also die Leute, die du so kennst, also leben die von Ersparnissen?
arbeiten die irgendwie übers Internet für ausländische Firmen oder arbeiten sie für internationale Firmen vor Ort? Also was gibt es da vielleicht dazu zu Äh, sagen zu dem? jetzt kommt das wahrscheinlich, wo die meisten Leute dann ein langes Gesicht kriegen. Es ist sehr schwer, hier auszuwandern, quasi. Also wenn du kein Geld hast, die meisten, die ich kenne, die hier nicht arbeiten, die leben von dem MM2H-Visa. Das heißt Malaysia as my second home. Und das ist schon mal relativ teuer, um dieses Visa zu bekommen. Ich habe mir da, ich wusste, die Frage kommt, ich habe mir da von meinen Bekannten das ausdrucken lassen. Also du musst einmal, das ist auch altersabhängig. Wenn du ab 21 Jahren lass es dir rein. Das heißt, wenn du jetzt Millionär bist in Deutschland und du bist 21 Jahre alt, dann kannst du theoretisch hier dieses MM2H-Visa beantragen. Aber da musst du schon mal 65.000 Dollar auf dem Bankkonto hinterlegen. Das haben wir aber noch nicht fertig. Um dieses Visa zu bekommen, gibt es dann auch Voraussetzungen, so wie zum Beispiel Medical Check-ups und Visaspäßen und so. Da musst du dann fast noch mal 10.000 drauflegen. Und dann, sind wir noch immer nicht fertig, dann wird von dir verlangt, dass du Geld investierst in ein Objekt. Also sprich in ein Haus oder in einer Wohnung. Und da musst du dann nochmal ungefähr, das ist jetzt eine neue Regelung, das ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber es geht bei ungefähr 600.000 Ringgit los. Also das ist schon mal relativ teuer. Wenn du über 50 oder ab 50 wird's billiger. Da bist du mit 32.000 Dollar dabei, musst aber trotzdem nach wie vor ein Wohnobjekt innerhalb eines Jahres kaufen, was ungefähr um die 600.000 Ringgit liegen wird. Dann kriegst du zweimal 5 Jahre das Visum. Du kannst aber nach einem Jahr oder nachdem du dieses Visa bekommen hast, die Hälfte von dem 32.000 rausnehmen für Medical Expenses, für Reisen innerhalb Malaysiens. Also die wissen schon, dass das Geld im Land bleibt, oder die sind nicht dumm, die machen das schon so, dass das Geld im Land bleibt. Ne? Das sind einmal die billigsten, das ist die billigste Variante. Dann gibt es die Silber-Variante, die geht bei 150.000 Dollar los. Da kriegst du 5 Jahre das Visum, jetzt wird es ganz krass. Darum ist es für viele Leute nicht mehr lukrativ, hierher zu kommen. Die Gold-Variante kostet 500.000 Dollar. Die musst du hinterlegen. Und Platinum, da kriegst du dann 20 Jahre deinen Aufenthalt gesichert, kostet 1 Million Dollar. Also das ist schon mal recht krass. Verglichen zu, sagen wir mal, Thailand oder Tansania, wo es jetzt solche Sachen gibt, wo viele Leute auswandern, das ist relativ teuer. Ja, man muss ja sagen, also genau, ich stimme dir völlig zu. Also das ist jetzt natürlich sicherlich recht anspruchsvoll. Aber ich meine, die Beträge, von denen wir jetzt sprechen, die muss man zwar hinterlegen, aber wenn man dann das Land wieder verlässt, bekommt man ja das Geld wieder, ja. Aber es ist ja trotzdem natürlich was dort hinterlegt werden muss. Also sicherlich auf jeden Fall ist es erstmal nicht mehr verfügbar dann, ja. Wobei eben du ja schon angesprochen hast, also nach einer gewissen Zeit kann man die Hälfte des Betrages dann für bestimmte Dinge, meiner Meinung nach auch zum Beispiel Immobilien, dann verwenden. Aber ich stimme dir zu, also vieles ist mit diesem Visum My Second Home ist noch in der Schwebe und dann gab es verschiedene Revisionen. So ist es. Auch, die haben ja dann zum Teil, früher hatten sie mal die Anforderung noch dann während Covid eingeführt, dass man ja noch 8.000 Dollar im Monat verdienen muss. Das haben sie wieder abgeschafft und da ist wirklich überhaupt niemand mehr gekommen. Ja, aber im Grunde genommen, also ich muss schon sagen, dass dieses My Second Home Visum war ja schon sehr erfolgreich. Ja? Also wie gesagt, ich hatte es ja vorhin gesagt, über 50.000 leben immer noch dort, die letztlich dieses Visum mal ursprünglich genommen haben. Also ich glaube schon, dass das, wenn man jetzt eben investieren kann und will, ja, schon attraktiv ist. Es gibt noch ein anderes Visum. Ich weiß nicht, ob du das kennst jetzt. So ein man sagt dazu digitales Nomadenvisum oder Rantau-Visum. Hast du davon mal gehört? Ich habe davon gehört, ich kenne einige russische Familien, die auf Digital Nomad Basis hier sind. Ich weiß aber nicht genau,
was da für Voraussetzungen sind. Dieses Visum, soweit ich das absehen kann, ist relativ einfach zu bekommen, ist natürlich zeitlich auch beschränkt, also auf 2 Jahre, ja, aber eben dann setzt jetzt kein Investment voraus und eignet sich eben für Personen, die zum Beispiel sagen wollen, ich möchte mal da jetzt als digitale Nomade für ein paar Jahre einfach mal Malaysia erleben, ja, ohne jetzt da groß jetzt hier investieren zu müssen. Also ich würde jeden raten, oder zumindest was es noch für Möglichkeit gibt, dass man sich halt selbstständig macht. Da gibt es auch einige Varianten, die relativ interessant sind. Es gibt zum Beispiel eine zollfreie Insel, die heißt Labuan. Wunderbares Platz, das ist auf der Ostseite von Malaysia, also auf Borneo. Dort kostet das Bier die Hälfte zum Beispiel, weil das ist alles zollfrei. Ich war dort mit meiner Familie. Ich habe es nicht glauben können. Du kriegst also alles wie in Österreich. Du kriegst alle Arten von Milka-Schokolade, du kriegst Strohrum, du kriegst, was weiß ich, Weine aus Österreich, teilweise günstiger als wie bei uns in Österreich. Dort kann man zum Beispiel eine Firma gründen, da zahlst du 4% Steuer oder so. Bist nicht weit weg von Brunei. Also es gibt Möglichkeiten. Was, wie gesagt, für jeden interessant wäre, wenn man sich einmal sagen möchte, wenn man sich Malaysia mal anschauen will, der Vorteil hier ist, du bekommst als Österreicher oder als Deutscher ein Visa on Arrival. Das heißt, du brauchst da nicht, wie wenn du in die Staaten fliegst, vorher schon irgendeinen Firlefanz im Internet ausfüllen, sondern du steigst in den Flieger, du fliegst her und kriegst 3 Monate on Arrival. Das heißt, in 3 Monaten kannst du mal hier das Land gründen und überlegen, ob dir das gefällt oder nicht. Und ich kenne auch einige Familien, ich würde dafür keine Werbung machen, weil wenn das zu oft missbraucht wird, dann werden die Behörden da drauf kommen. Aber wenn man zum Beispiel nach den 3 Monaten einmal für 2-3 Wochen ausreist und dann wieder einreist, dann drücken sie auch ein Auge zu. Also man kann da theoretisch, aber wie gesagt, ich würde es jetzt nicht breit drücken, weil es halt nicht richtig ist. Aber du kriegst für 3 Monate, ich glaube, innerhalb von 3 Monaten kann man sich schon ein Bild machen, ob man sich mit dem Land anfreunden kann oder nicht. Was du mir noch vorher gefragt hast, Daniel, die Leute, die hier arbeiten, das sind die Expats, die hier arbeiten. Es gibt hier Osram, B. Brown, Bosch, Riesenfirmen aus Deutschland und Österreich, die hier ansässig sind. Die haben natürlich ganz andere Packages an Gehalt. Die haben ihre Expat-Packages, wo teilweise halt die Schule mitbezahlt wird, wo die Wohnunterkunft, Haus bezahlt wird. Also die verdienen schon recht gutes Geld. Aber das sind halt dann meistens Führungskräfte, das sind die Leute, die ich kenne, die sind meistens in hohen Positionen. Interessant alles, Tom. Also Malaysia sollte man sich mal angucken, Sebastian, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das Thema Banken. Also ist es einfach, ein Bankkonto zu bekommen für jemanden, der dort wohnt als Ausländer? Was hast du da für Erfahrungen gemacht, Max? Ja, ist eigentlich, du brauchst ein Visum. Es ist relativ leicht. Auto, Anmeldung, kein Thema. Also Fahrzeuge in deinem Namen, überhaupt kein Thema. Also ich sage jetzt immer vergleichsweise zu Thailand. Ne? Du kannst dir Häuser besitzen, du kannst dir Land besitzen, was in Thailand nicht möglich ist. Das ist dieses 51-49% Ding, das gibt's hier nicht. Bank, überhaupt kein Problem. Du hast ein Visum, gehst zur Bank, dauert natürlich schon länger als wie bei uns, weil hier alles länger dauert. Wenn du solche Sachen eröffnest, wartest schon mal eine Stunde, bis du rankommst, aber das ist Asien. Aber von dem her überhaupt kein Thema. Überhaupt kein Thema. Banken haben sogar mehr Sicherheit als wie bei uns, weil sie weniger spekulieren dürfen. Und irgendwie unter dem Islam Law, da gibt es irgendein Gesetz, wo es eigentlich die Bank da sicherer ist als wie bei uns in Europa. Also ich habe auch gelesen, dass die Banken in Malaysia sehr gut kapitalisiert sein sollen und du hast ja auch viele Niederlassungen von singapurischen Banken in Malaysia. Genau. Also Ja. das soll gut sein. Jetzt zum Thema Investment, ist der da bekannt? Also gibt's jetzt, triffst du das öfters an, dass jetzt so europäische Investoren nach Malaysia kommen und dort Geldanlagen investieren in Unternehmen, in Immobilien oder was auch immer? Eigentlich nicht. Ich persönlich
also Europäer, ich habe einen Amerikaner kennengelernt, der eine Firma hat, aber auch in China. Persönlich kenne ich keine großen Investoren, aber ich muss dazu sagen, ich würde das vielen empfehlen, die sich überlegen, in Asien etwas zu machen. Die Einstellung gegenüber der Arbeit, man kann hier mit den Malaien eigentlich recht gut arbeiten zusammen. Die sind jetzt nicht faul, die sind von der Bildung her recht gut, eigentlich sehr gut. Mich wundert nicht, ich habe jetzt gelesen, dass Österreich der Nummer 1 Investor hier ist mit, ich glaube, 30 Billionen Ringgit haben die investiert. Für so Halbleiterfirmen und Zeugwerk kommen hierher und machen ihre Riesenfirmen. Also, interessant. Die Arbeitsmentalität ist sehr gut von den Leuten hier. Also mit denen kann man sehr gut zusammenarbeiten. Klingt alles interessant, Max. Was vermisst du denn? Was vermisst du denn, Max? Also jetzt immer im Vergleich zu Österreich zum Beispiel. Was gibt es nicht in Malaysia oder was ist nicht so gut wie in Europa? Wo würdest du sagen, da muss man Abstriche machen? Außer jetzt die hohen Autopreise und so. Ja, wie gesagt, wenn man jetzt, man muss ja nicht BMW fahren. Wir sind auf einer Insel. Da ist ein kleines Auto vernünftiger. Also was uns persönlich abgeht, natürlich teilweise schon die österreichische Küche. Meinem Sohn geht der Almdudler ab. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt in Deutschland. Naja, Das ist ein kenn ich, typisch ja, österreichisches Getränk. Was mir abgeht, sind die guten Käse, weil man bekommt alles hier, aber es kostet halt wirklich sehr viel Geld. Mir geht der Käse ab, mir gehen die guten Weine ab, die in Österreich leistbar sind und hier auch, aber natürlich nicht so günstig wie zu Hause. Was mir nicht abgeht, ist das Wetter von zu Hause. Also, ich liebe das Wetter hier. Also, es ist angenehm, das ganze Jahr ist angenehm. Du kannst hier wirklich ohne Klimaanlage leben. Und das ist in sehr wenigen Ländern der Fall hier in Südostasien. Aber Skifahren, bist du kein Skifahrer? Alle Österreicher fahren doch Ski. Nein, hat mich nie wirklich gereizt. Ich sage, ich kann hier als Vollblut-Motorradfahrer wirklich mein Leben in vollen Zügen genießen. Was wirklich cool ist da, man kann da noch, also ich will jetzt wieder nicht jemanden verleiten, aber man kann hier noch viel freizügiger Motorrad fahren als in Österreich oder Deutschland. Also Man kann ohne hier Helm richtig heißt Gas es, geben, oder? die Straßen sind gut. Na, Helm schon, aber was wirklich fantastisch ist, die haben hier Straßen, also Berge, nicht wie bei uns jetzt die Berge, wie wir es kennen, aber schon recht bergig, super Asphalt und du kannst hier stundenlang fahren, ohne dass du jemals eine Polizei oder eine Radarbox siehst. Nein. Von dem her, man kann wirklich, ich habe ein relativ schnelles Motorrad, man kann hier auch recht zügig fahren. Jetzt hast du von uns von der österreichischen Küche geschwärmt. Was hat denn aber die malaiische Küche zu bieten? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da gibt es dieses eine Gericht, das muss man unbedingt mal probiert haben? Ja, naja, das Interessante ist, du hast hier eine rechte Mischung. Also du hast hier alles, was es aus Indien gibt. Drum, ich bin täglich beim Inder in der Früh zum Frühstück. Das ist genial. Indisches Essen, ich liebe es. Dann hast du chinesische Küche, du hast Hainan-Küche, du hast also das typisch malaiische, also alles mit Hühnchen und Reis, also sehr schmackhaft, sehr gut gewürzt, teilweise scharf, aber wie gesagt, das wird man gewohnt und ich esse eigentlich sogar schon schärfer als meine Frau. Und das heißt was, weil die ist Thailänderin. Nein, die Küche, das Essen hier ist ausgezeichnet. Also da wird's kulinarisch wird's da sicher nicht langweilig. Was uns etwas abgeht, sind die guten Torten. Ah, also doch. Und die Mozartkugeln. Also wenn jemand, ich kann da zwei Tipps geben, wenn jemand wirklich Bock hat aufs Auswandern. Eine gute Bäckerei geht auf der ganzen Welt, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und wenn jemand Konditor ist und sagt, ich mache richtig gute Torten, ich glaube, da würde er auch ganz gut davon leben. Also das wären zwei Sachen. Genau, Sachertorte und Mozartkugeln. Bringen wir nach Malaysia, genau. Ja, zum Beispiel, ja. Genau. Schön, du. Also, es war echt toll, dir zuzuhören.
Und man merkt auch, du bist richtig begeistert. Du kommst da aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Ja, wenn jetzt irgendjemand unserer Zuschauer und Zuhörer mehr wissen möchte, sich vielleicht interessiert auch für Auswandern nach Malaysia, wie kannst du denn da weiterhelfen? Also meine Frau und ich haben so ein kleines Hobby gegründet und wir haben eine Facebook-Seite, die heißt Auswandern nach Südostasien. Wir geben, das ist mehr oder weniger Consulting-Geschichten, wenn die Leute nach Thailand auswandern wollen oder nach Malaysia, können wir mit Tipps bzw. Behördenwegen, Visumgeschichten und so weiter helfen. Also wir bieten auch Telefonate an, wenn Leute sagen, pass auf, das und das und das, können Sie sich gern über unsere Facebook-Seite, also Auswandern nach Südostasien, mit uns in Verbindung treten. Hervorragend. Perfekt, blenden wir gerne ein an der Stelle. Und dann, ja, vielleicht sieht man sich bald mal in Malaysia. Ja, Hat ihr uns seid viel Spaß jederzeit gemacht, ne? herzlich willkommen. Dann du, vielen Klingt Dank sehr für deine spannend, Zeit, ja. vielen Dank fürs Gespräch und Danke, ich richte Grüße nach Deutschland und ja, man soll mit, wie soll man sagen, open-minded die ganze Sache in Angriff nehmen. unbedingt. Dann Klingt gut. bleibt fröhlich, ne? Bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.